Die Erde ist eine Scheibe. Ein Mythos, welcher Jahre als wahr geglaubt wurde und erst viel später berichtigt wurde. Auch im Online-Marketing existieren genau solche Mythen. Oft schon aufgrund von vielen Änderungen und Innovationen, denen wir tagtäglich ausgesetzt sind. Und damit herzlich willkommen zum Masterclass Mythbusters, der Performance-Kanal, mit dem Sie nicht gerechnet haben, Display und Discovery. Vielleicht haben Sie auch schon von den Neuerungen rund um Display-Advertising gehört und haben dennoch Zweifel? Wir sind Selçuk Akyıldız und Monika Truncheska, Display-Spezialisten und beschäftigen uns tagtäglich mit diesen Display-Irrtümern, an die viele Online-Marketer noch glauben. Heute zeigen wir Ihnen, wie Sie genau Ihre Performance-Display-Strategie performant und effizient aufsetzen können. Mythos 1. Display performt nicht. Ich habe es schon mal getestet. Tja, der Klassiker unter den Mythen. Wir haben schon mal probiert, es hat nicht funktioniert und fast immer gibt es hierfür klare Gründe. Stellen Sie sich zuallererst die Frage, was ist das Geschäftsziel bzw. Marketingziel, das Sie erreichen möchten? Denn genau das muss bis zur letzten Checkbox auch in Ihren Kampagnen wiedergespiegelt werden. Performance Display, also unsere Display Growth Engine, benötigt genauso wie ein Auto den richtigen Treibstoff. Der Treibstoff für Display ist ganz klar: Daten. Wir benötigen die richtigen Daten, damit wir gepaart mit Machine Learning Ihre Geschäftsziele erreichen können. Na, seien Sie ehrlich zu sich. Wer hat den Datenaspekt tatsächlich mit Machine Learning beachtet? Aber keine Sorge, es folgen Tipps und Tricks, denn es gibt 3 Hauptlösungen, die für Sie in Frage kommen. Und hierbei gibt es keine Alternativen, denn Smart Bidding ist the way to go. Es gibt Maximize Conversions, Target CPA und Target ROAS. Aber erstmal gilt, was eine Conversion ist, bestimmt ganz allein Sie. Alles kann, nichts muss. Maximize Conversions. Wie der Name schon sagt, bekommen Sie mit dieser Strategie so viele Conversions wie möglich in einem gegebenen Budget. Diese Strategie eignet sich insbesondere dafür, wenn Sie eine Flighted-Kampagne haben, Ihre Kampagne budgetlimitiert ist oder aber Sie zum Beispiel als dritten Punkt Ihren Display-CPA nicht kennen. Denn mit dieser Strategie können Sie schon mit 0 Conversions anfangen, sprich von Anfang an. Target CPA. Diese Strategie eignet sich insbesondere dafür, wenn Sie so viele Conversions wie möglich zu einem bestimmten CPA haben wollen. Diese Strategie eignet sich außerdem für langfristige Kampagnen oder wirklich Always-On-Kampagnen. Hier können Sie mit 0 Conversions starten, wenn Sie Ihren Display-CPA bereits kennen. Target ROAS. Diese Strategie optimiert auch auf den Umsatz, den Sie mit einer Conversion generieren. Das bedeutet, diese Strategie sollten Sie nutzen, wenn Sie ROI bzw. Kurziele haben. Um Target ROAS nutzen zu können, benötigen Sie mindestens 15 Conversions in Ihrem Lookback-Window. Da Sie nun wissen, welche Smart Bidding-Strategie die richtige für Sie ist, gibt es einige kleine Feinheiten in der Handhabung. Erstens, setzen Sie einen passenden und realistischen Target CPA. Dazu können Sie Ihre historischen Display-Kampagnen als Referenzpunkt verwenden. Alternativ, falls Sie keine Display-Kampagnen haben, können Sie sich an Ihren generischen Search-Kampagnen orientieren. Schlagen Sie hier 30-50% auf. Zweitens, nehmen Sie genügend Tagesbudget mit. Wir empfehlen mindestens das 10- bis 20-fache Ihres Target CPAs als Tagesbudget zu hinterlegen. Damit geben wir dem Machine Learning genügend Raum zu lernen. Und drittens, bringen Sie etwas Zeit mit. Das volle Ramp-up einer Kampagne ist erst nach 6 Wochen abgeschlossen. Das bedeutet, wir brauchen etwa 6 Wochen, bis wir die Performance der Kampagne beurteilen können. Warum ist das so? Das liegt vor allen Dingen an den 3 Phasen eines Kampagnen-Ramp-Ups: der Lernphase, der Testphase und dem Conversion Delay. Die Lernphase beschreibt die ersten 2 Wochen einer Kampagne. In dieser Zeit prüft der Algorithmus und lernt, wo eine Conversion stattfindet. In dieser Zeit fassen wir die Kampagne nicht an. Das heißt, bitte keine Änderungen vornehmen. Daraufhin folgt die eigentliche Testphase. Diese dauert circa 4 Wochen und wir sammeln hier valide Daten. Dann ist da noch der Conversion Delay. Dieser beschreibt den Tag zwischen Klick und der eigentlichen Durchführung der Conversion.
Bitte exkludieren Sie diesen Zeitraum in Ihrer Kampagnenbeurteilung. Aber keine Sorge, hier kommen jetzt nochmal die 5 zusammenfassenden Tipps und Tricks, die Sie im Zusammenhang mit Smart Bidding beachten müssten. Erstens, setzen Sie einen realistischen CPA. Zweitens, haben Sie genügend Budget zur Verfügung? Drittens, analysieren Sie die Performance nicht zu früh. Denken Sie dabei wirklich an die 3 Phasen, die wir schon erklärt haben. Viertens, vermeiden Sie bitte große und häufige Änderungen. Das bedeutet, wenn Sie Bids und Budgets ändern müssen, gerne im +/- Rahmen. Und fünftens, analysieren Sie nicht die falschen Metriken. Konzentrieren Sie sich auf die Metriken, die Sie am Anfang definiert haben. Das bedeutet, wenn wir zum Beispiel auf den Target ROAS optimieren, dann sollten wir uns auch wirklich anschauen, was für ein ROI bzw. was für eine Kur Sie erreichen. Hört sich doch alles easy und straightforward an, oder? Aber auch die Ergebnisse stimmen tatsächlich, weil wir sehen im Schnitt über 20% mehr Conversions im Vergleich zum manuellen Bidding. Mythos 2. Display ist zu kompliziert und benötigt zu viele Ressourcen. Wer kennt das nicht? Man hat sich entschlossen, ein Projekt zu starten, doch dann merkt man, wie soll ich das bloß stemmen? Wir zeigen Ihnen, wie Sie Performance-Display-Kampagnen mit nur wenigen Tricks in kürzester Zeit aufsetzen und optimieren können. Was brauchen Sie dafür? Nur 2 Kampagnen. Eine Smart Display-Kampagne und eine Discovery-Kampagne. Damit sind Sie zu Beginn ideal aufgestellt und können Ihre Kampagnenstrategie in der Zukunft immer noch weiter ausbauen. Lassen Sie uns einen Blick auf Smart Display-Kampagnen und deren Setup werfen. Dieses benötigt nur wenige Minuten Ihrer Zeit. Smart Display-Kampagnen sind Ihre Performance-Display-Geheimwaffe. Dank voller Automatisierung erreichen Sie mit dieser Kampagne maximale Performance auf über 3 Millionen Webseiten und Apps. Denn benötigt werden nur 3 Dinge. Ihre Smart Bidding Strategie, Ihre Creatives und Ihr Tagesbudget. Alles andere erledigt die Kampagne von selbst. Über den Zusammenhang zwischen Smart Bidding und das Tagesbudget haben wir schon im Mythos 1 gesprochen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Smart Bidding Best Practices auf all Ihren Performance Display Kampagnen verfolgen. Bleiben also noch die Creatives. Und hier gilt, das Auge ist wirklich mit. Wir empfehlen an dieser Stelle Responsive Display Ads. Wieso? Weil sie mit nur einer einzigen Anzeige die volle Automatisierung und wirklich 100% unseres Inventars mitnehmen können. Hierfür benötigen Sie lediglich einzelne Bausteine. Und zwar mindestens 5 Titel, mindestens 5 Beschreibungen, 5 bis 15 Marketing-Images sowie ein Logo. Aber nicht nur die Quantität muss stimmen, natürlich auch die Qualität. Aber auch die Optimierung ist super easy. Sie haben den Asset Report zur Verfügung, der Ihnen wirklich zeigt, welche Assets performen gut und welche performen weniger gut. Unser Tipp hier, tauschen Sie die schlecht performenden Assets kontinuierlich aus, zum Beispiel alle 4 Wochen. Und als allerletzten Pro-Tipp zu den Creatives möchte ich Ihnen noch Folgendes mit auf den Weg geben. Verknüpfen Sie, wenn möglich, Ihren Produktdatenfeed bzw. den Geschäftsdatenfeed mit den Responsive Display Ads, damit wir das richtige Produkt dem richtigen Nutzer zur richtigen Zeit dynamisch anzeigen können. Was denn jetzt aber nun mit der Zielgruppe, fragen Sie sich sicherlich. Das ist gar kein Problem, denn die Smart Display Kampagne erledigt das automatisch für Sie. Die Smart Display Kampagne targetet, datengetrieben und zielgerichtet potenzielle neue Käufer für Sie. Aber auch hier sprechen die Ergebnisse natürlich für sich, denn wir sehen auch hier im Schnitt 20% mehr Conversions als Standard-Display-Kampagnen bei gleichem CPA. Sehen wir uns nun den zweiten Kampagnentyp für Ihr Best Practice Performance Setup an. Die Discovery-Anzeigen. Mit Discovery-Anzeigen erreichen Sie über 2,6 Milliarden Nutzer mit nur einer einzigen Kampagne. Denn Discovery-Anzeigen werden auf YouTube, Gmail und dem Google Discover Feed ausgespielt. Damit haben Sie nicht nur eine riesige Reichweite an Nutzern, die zu 100% eingeloggt sind, sondern sprechen diese über Google Premium Inventar genau in den Momenten an, in denen Sie offen sind, Neues zu entdecken. So stellen Discovery-Anzeigen eine ideale Ergänzung zu Smart Display-Kampagnen dar. Wie funktionieren Discovery-Kampagnen also?
Es ist ganz einfach. Sie definieren auch hier nur wenige Faktoren. Anzeigenbilder und Texte, Smart Bidding und Budgets und Ihre Zielgruppe. Da wir uns auch hier Smart Bidding und Budgets schon angesehen haben, fokussieren wir uns nun auf die Zielgruppen und auf die Anzeigenerstellung. Um die richtige Zielgruppe zu erreichen, stehen Ihnen eine Vielzahl an vordefinierten Segmenten zur Verfügung. Wir empfehlen Ihnen, starten Sie mit Low-Funnel Audiences und expandieren Sie dann Schritt für Schritt auf breitere Audiences. Kommen wir also zum letzten Punkt, Creatives. Hier können Sie sich auswählen zwischen einem Single-Format oder einem Karussellformat. Im Idealfall wählen Sie natürlich beides aus. Ähnlich wie bei den Responsive Displays gilt auch hier, mehr ist mehr, aber auch die Qualität neben der Quantität muss stimmen. Setzen Sie bitte auch hier das Produkt so natürlich wie möglich in den Fokus. Sie möchten jetzt aber nun bereits generierte Learnings nochmal bei den Creatives anwenden und diese im Idealfall natürlich auch effizient aufsetzen. Warum dann nicht einfach die Social Creatives in Discovery-Kampagnen verwenden? Sie können nämlich in wenigen Klicks die Creatives, die Sie in Ihren Social-Kampagnen verwenden, auch einfach in die Discovery-Kampagnen importieren. Und somit generieren Sie wieder optimale Performance, weil wir sehen auch hier 8% inkrementelle Conversions, wenn Discovery-Kampagnen dazugeschalten werden. Wenn Sie nun den Do's und Don'ts des Kampagnen-Setups folgen, haben Sie nur 2 Kampagnen, die vollautomatisiert laufen und dazu noch performance- und datengetrieben da sind. Mythos 3. Wenn Cookies verschwinden, kann Display kein Kanal sein, der in Zukunft noch funktioniert. Denn Fakt ist, die Branche verändert sich laufend. Browser-Updates führen zum Beispiel zu Änderungen in Third-Party-Cookie-Tracking. Damit werden Third-Party-Cookies in ihrem Potenzial zu messen und Nutzer zu erreichen stark limitiert. Das wird sich zum Beispiel zeigen in immer kleiner werdenden Remarketing-Listen. Aber auch neue Regularien wie die DSGVO setzen die Messlatte für User-Privacy immer höher. Auch hier verändern sich damit die Art und Weise, wie wir Daten messen und Daten nutzen. Zusätzlich wünschen sich auch Nutzer immer mehr Transparenz und Kontrolle, was mit ihren Daten geschieht. Wir bei Google finden, das ist genau die richtige Entwicklung und investieren schon lange in Lösungen, die sich Nutzer schon heute wünschen. Wenn wir uns die Entwicklungen der Branche auf einem Zeitstrahl ansehen, dann kamen wir aus der Broadcast-Ära, also dem Gießkannenprinzip, in die Precision-Ära. Hier liegt der Fokus darauf, den Nutzer so präzise wie möglich zu erreichen. Diese Möglichkeit schwindet aber. Von etlichen Stimmen in der Industrie hört man nun, man müsse wieder zurück in die Broadcast-Ära, in der man quasi ins Blinde geschossen hat. Wir aber gehen in Richtung Zukunft, in die Prediction-Ära. Dank Artificial Intelligence antizipieren wir Bedürfnisse und Interessen von Nutzern. Das machen wir basierend auf unseren Insights von unseren zahlreichen Google Properties mit je über 1 Milliarde Nutzern. Daher unser glasklarer Pro-Tipp. Do more with less data. Denn eine robuste Zielgruppenstrategie vertieft nicht nur bestehende Kundenbeziehungen, sondern baut natürlich auch neue auf. Dank First-Party Audiences und Google Audiences. Was heißt das aber nun für Sie als Advertiser? Zu Beginn. Wir starten mit den First-Party Audiences. Stellen Sie sicher, dass diese vollumfänglich funktionieren und Sie diese auch wirklich in vollem Umfang nutzen. Daraufhin, im zweiten Schritt, erweitern wir die First-Party Audiences bzw. zu kleinen First-Party Audiences durch Google Audiences. Hier können Sie zwischen Kaufbereitschaft und Kaufinteresse unterscheiden. Wenn Sie nun kein Segment für sich finden, ist das auch gar kein Problem. Sie können zum Beispiel Custom Intent Audiences nutzen und dort basierend auf Ihren Daten ein eigenes, von Ihnen speziell definiertes Segment erstellen. Das bedeutet, wir brauchen von Ihnen Keywords und oder URLs, denn wir bilden daraufhin ein Modell auf Basis des Such- und Surfverhaltens der Nutzer, sodass Sie wirklich kaufbereite Zielgruppen erreichen können. Doch mit welchen Audiences setzt man am besten an? Fangen Sie mit High-Intent Audiences an. Das sind Ihre First-Party Audiences und Ihre Custom Intent Audience. Sobald Sie hier mit Ihrer Performance zufrieden sind, nach etwa 2 bis 3 Wochen, schalten Sie die Audience Expansion ein. Hier sehen wir uns Ihre konvertierten Nutzer an,
und targeten deren Zwillinge. Sobald Sie dann auch hier zufrieden sind mit Ihrer Performance, erweitern Sie Ihre Audiences Schritt für Schritt und schalten breitere Audiences hinzu. Das heißt, je weiter links wir uns befinden, desto mehr Performance, je weiter rechts, desto mehr Reichweite. In Ihrer Kampagnen-Launch-Strategie sollten Sie sich von links nach rechts bewegen, beziehungsweise vom Lower Funnel in den Upper Funnel. Pro-Tipp: Falls Sie etwas Inspiration benötigen, welche Affinity oder In-Market Audiences Sie nutzen sollten, schauen Sie doch mal in Ihrem Audience Insights Tab nach. Eine weitere Sache möchte ich Ihnen aber noch ans Herz legen. Custom Intent Listen in Verbindung mit Discovery-Kampagnen. Denn, wie bereits erwähnt, durch Custom Intent Listen targeten wir Nutzer auf Basis ihres Surfverhaltens, sprich wonach sie gesucht haben in Google Search. Das ist natürlich ein super starkes Feature, gerade mit Discovery-Kampagnen, um den Nutzer vor oder nach der Suche nochmal einzufangen. Als Pro-Tipp hier bei der Erstellung von Custom Intent Listen: Schauen Sie in Ihre Search-Kampagnen. Nutzen Sie die top konvertierenden Search-Keywords. Nutzen Sie aber natürlich auch die Search-Keywords Ihrer DSA-Kampagnen, sprich die Search-Terms dort. Aber nutzen Sie auch den Keyword-Planner, um weitere Keywords zu targeten. Was heißt das aber nun für Sie als Advertiser? Für Sie heißt es: Erstens, verstehen Sie Ihre Nutzer besser via First-Party-Audiences und binden Sie sie an sich. Zweitens, dabei muss E-Privacy natürlich im Fokus stehen. Und drittens, dank Prediction und Machine Learning sind wir für die Änderungen in der Cookie-Welt in Form von Google Audiences gut aufgestellt. Um für die Prediction Era gewappnet zu sein, heißt es, eine robuste Audience-Strategie zu haben, die sowohl First-Party-Audiences als auch Google Audiences einbezieht. Damit sichern Sie sich nicht nur relevantes Targeting, sondern zusätzlich Business Growth. Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Mythbusting-Session angelangt. Und wir wissen nicht nur, dass die Erde keine Scheibe ist, sondern konnten auch folgende 3 Performance-Display-Mythen aufklären. Erstens: Display performt. Nutzen Sie Smart Bidding basierend auf Ihren Geschäftszielen, dann performen Ihre Kampagnen auch. Zweitens: Automation ist der Schlüssel zum Erfolg und spart Ihnen wertvolle Ressourcen. Drittens: Prediction ersetzt Cookies. Eine gute und nachhaltige Audience-Strategie baut auf First-Party-Audiences und Google Audiences auf. Danke, dass Sie dabei waren und mit uns die Mythen aufgeklärt haben. Mic drop.